Es gibt nur wenige Orte, an denen sich Mythos und Magie des Erzgebirges so sehr bündeln wie auf der mittelalterlichen Burg Scharfenstein. Errichtet wurde sie 1250 bei der Kolonisierung des Erzgebirges, nachdem man dort Silbererze entdeckt hatte. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Burg Scharfenstein und speziell in diesem Video erfahrt ihr viel Interessantes zur Geschichte und über den Karl Stülpner. Viel Spaß! In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts begann unter Kaiser Friedrich I. Barbarossa die Erschließung des mittleren und westlichen Erzgebirges. Zu jenen, die sich dieser Aufgabe widmeten, gehörten die Herren von Waldenburg. So schufen sie sich ein umfangreiches Herrschaftsgebiet und stiegen zu einem mächtigen Adelsgeschlecht auf. Das Erzgebirge, welches bis dahin von einem dichten Urwald überzogen war, wurde erstmalig besiedelt. Als man zudem Silbererze entdeckte, wuchs der Zustrom von Siedlern rasch an. Wir betreten den Burggarten mit seinem Rundwanderweg. Von dort hat man den besten Blick auf die Burg. Eine große Grünfläche, die von Mauerresten umrahmt wird. Dieser Bereich war im 18. Jahrhundert ein Haus- und Lustgarten. Hier stand einst eine Orangerie, es gab einen Kräutergarten und man baute Beerenobst an. Innerhalb der Mauer gab es zwei turmartige Bastionen. Eine hat man als Teehaus rekonstruiert. Die Herren von Waldenburg besaßen nicht nur das Verfügungsrecht über einen ungehobenen Bodenschatz, sondern nannten auch eine Münzprägestätte in Wolkenstein ihr eigen. Ein System von Burgen diente dem Schutz der Transportwege, der Bergwerke sowie Dörfer. Alle diese Wehrburgen waren bescheiden. Damals war die Burg Scharfenstein kaum mehr als der Bergfried mit ein paar Gebäuden auf einem uneinnehmbaren Felskegel. Ein Burgvogt lebte dort mit ca. 30 Mann Besatzung. Die Bauern brachten Abgaben als Gegenleistung für den gewährten Schutz. (1445) verloren die Waldenburger Burg Scharfenstein, die nach mehreren Besitzerwechseln 1492 endgültig an die Grafen von Einsiedel fiel, die am Hof des sächsischen Herzogs Dienst leisteten. Den letzten baulichen Akzent setzte Graf Heinrich von Einsiedel mit dem Renaissanceportal, das er als Hochzeitsgeschenk an seine Gemahlin anfügen ließ. Damit war aus der mittelalterlichen Wehrburg endgültig ein neuzeitlicher Herrensitz geworden. Am 31. Januar 1492 erwarb Heinrich von Einsiedel das Schloss Scharfenstein mit den zugehörenden Dörfern und wurde von Herzog Georg damit belehnt. Seit 1492 blieb dann Scharfenstein ununterbrochen im Besitz der Herren von Einsiedel. Selbstverständlich war es ihm bei dieser Amtsfülle unmöglich, seine weit auseinanderliegenden Besitzungen selbst zu verwalten. Es saßen also überall seine Amtsleute und Richter auf den Herrensitzen und in den Dörfern. 1508 erneuerte Herzog Georg nach dem Tode des Heinrich von Einsiedel dessen Lehensbriefe für die Söhne Heinrich Hildebrand, Heinrich Abraham und Georg Haubold von Einsiedel und bestätigte für sie 1535 das Schloss Scharfenstein.
Von 1535 bis 1630 veränderte die bislang einfache Burg ihr Gesicht ganz entscheidend. Als erstes ließ Graf Heinrich Abraham von Einsiedel die Gebäudeflügel bauen, die den Burghof umschließen und das Erscheinungsbild bis heute bestimmen. Hier sieht man die Gebäudeteile aus den beiden großen Bauphasen. Einmal der massive mittelalterliche Bergfried um 1250, während der verzierte Giebel in der Renaissance hinzukam, obwohl er noch spätgotische Elemente aufweist. Der Bergfried war das wesentliche Gebäude jeder mittelalterlichen Wehrburg. Hier verschanzte man sich im Belagerungsfall. Der Zugang lag im 2. Stock. Der Bergfried der Burg Scharfenstein ist 17 Meter hoch, sein Durchmesser beträgt 8,5 Meter und die untere Mauerstärke 3 Meter. Die Familie von Einsiedel stieg zu einem einflussreichen Adelsgeschlecht Sachsens auf. Sie stellte Offiziere, Staats- und Hofbeamte. Mehrfach wurde die Linie geteilt. Ihnen gehört eine Vielzahl von Liegenschaften und Ländereien, die überall in Sachsen verstreut lagen. Insbesondere nach dem Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1848, in dessen Verlauf die Burg mehrfach geplündert wurde, zogen die Grafen von Einsiedel in die Machtzentren Dresden und Weimar, um mehr politischen Einfluss zu bekommen. Burg Scharfenstein hörte auf, Grafensitz zu sein. Auch als Wehrburg hatte sie bald ausgedient. Bereits im Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 63 hatte die Burg keinerlei strategische Bedeutung mehr. Burg Scharfenstein war jetzt eher vergleichbar mit einem Gutshof zur Verwaltung der zu ihr gehörenden Ländereien. In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 1921 brannten 3/4 der Burganlage aus. Das Inventar wurde zu einem Raub der Flammen. 2 Jahre später begann der Wiederaufbau nach historischem Vorbild. Schon viele Jahrhunderte thront die Feste auf dem Felsen, mit dem ihre Grundmauern verbunden sind. Tief in das Gestein arbeiteten sich einst die Meißel der Handwerker, um Gemächer in dem Schlosse auszuhöhlen, die der Besucher noch jetzt mit Erstaunen und Grauen betrachten kann. Und dabei bewundert man die übermenschliche Anstrengung und Ausdauer, mit welcher der Mensch in den harten Felsgrund sich einwühlte, um zu seiner Sicherheit oder zur Unterstützung einer barbarischen Justiz die dunklen, unheimlichen Räume herzustellen. Auf dem Schlosse Scharfenstein zwischen Zschopau und Wolkenstein geht seit Jahrhunderten eine weiße Frau um. Des Nachts mit dem 12. Glockenschlage wird sie rege und wandelt in lange, weiße, nebeldünne Gewänder gehüllt durch alle Gemächer des Schlosses, bleibt bisweilen stehen und seufzt und ist überhaupt nur traurig. Oft hat man gewagt, sie anzureden, aber nie hat sie Antwort gegeben, sondern ist immer sogleich entflohen. Sie muss eine schwere Sünde begangen haben, welche aber weiß niemand, die weiße Frau von Scharfenstein.
Auf jeder mittelalterlichen Burg gab es einen Brunnen oder Zisterne. Die Versorgung mit Frischwasser war überlebenswichtig. Die alten Bergleute haben sich früher durch das Gestein gearbeitet. Es war ein Phylit, ein sehr festes Gestein. Wir sind jetzt hier an der Zisterne angekommen. Sie ist 36 Meter tief. Pro Tag konnten die Bergleute 3 Zentimeter in die Tiefe graben. Insgesamt sind es 36 Meter. Wie viele Tage, Monate, Jahre haben die Bergleute gebraucht, um auf 36 Meter Tiefe zu kommen? Schreibt es bitte mal in die Kommentare. Phylite kommen in vielen Gebieten der Erde vor, in denen Tonsteine und andere feinkörnige Ausgangsgesteine verformt und erhitzt wurden. So werden große Teile des zentralen und östlichen Erzgebirges bis ins angrenzende Vogtland- und Fichtelgebirge hinein aus Phyliten aufgebaut. Alle Vorkommen entstanden im Zuge der Gebirgsbildung vor über 300 Millionen Jahren. Als Karl Stülpner 1762 in Scharfenstein als 8. Kind einer Tagelöhnerfamilie zur Welt kam, wurde er hineingeboren in eine Zeit, welche geprägt war von bitterer Not. Der Siebenjährige Krieg hat das Land verwüstet. In der Hungersnot von 1771 starben sein Vater und sein Bruder. Aus Mangel an Perspektive verpflichtet er sich 1780 beim sächsischen Militär, desertiert aber 5 Jahre später trotz drohender Todesstrafe. In einer Schankwirtschaft in Bayern fällt Stülpner 1791 in die Hände von Werbern des preußischen Militärs und wird zu den Revolutionskriegen nach Frankreich gepresst. Nach seiner Rückkehr nach Scharfenstein entschließt sich Stülpner zu einem Leben als Wildschütz. Die Wälder und das dort lebende Wild gelten als Eigentum des Adels. Während die Bevölkerung unter Hungersnöten leidet, wimmelt es in den Wäldern von Wild, das auch noch die Ernte der Bauern bedroht. Dies macht den Kern der enormen Sympathie aus, die dem Karl Stülpner entgegenschlägt. Als Geächteter treibt er sich im Erzgebirge herum und wird Anführer einer Schar Wilderer, die ihr Geschäft im gewerbsmäßigen Stil betreibt. Die ansässigen Bauern decken ihn, obwohl ein hohes Kopfgeld auf ihn ausgelobt ist. Stülpner wird Tagesgespräch. In den Dorfschenken erzählt man sich, wie er die hohen Herren an der Nase herumführt und für die kleineren Leute eintritt. Die meisten Geschichten über Stülpner stammen aus dieser Zeit. Stülpners Zeit des großen Treibens endet, als er Vater wird und eine Familie gründen möchte. Pikanterweise ist die Mutter seines Kindes keine geringere als Johanne Wolf, die ehrbare Tochter des Scharfensteiner Ortsrichters, die eine jahrelange heimliche Affäre mit dem Geächteten gehabt haben soll. Stülpners geliebte Johanne fleht vor Graf Einsiedel, dem Herrn auf Burg Scharfenstein, um Gnade für ihren Karl. Er wird zwar nicht hingerichtet, aber auf Lebenszeit zur sächsischen Armee zwangsverpflichtet. Er stellt sich der Obrigkeit und entgeht der Todesstrafe dank einflussreicher Fürsprecher, wird aber auf Lebenszeit zum Militärdienst verpflichtet. Er flieht 1807 mit seiner Geliebten nach Böhmen und heiratet. Als Sachsen zur Feier des Sieges über Napoleon ein Generalpardon verkündet, kehren sie zurück. Dann stirbt Johanne. Seine zweite Ehe ist unglücklich. 1828 kehrt er heim ins Erzgebirge.
Hier zieht er von Ort zu Ort und erzählt seine Anekdoten voller wilderer Romantik. Noch zu Lebzeiten erscheint seine Biografie als Buch. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun viel über die Geschichte der Burg Scharfenstein erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!